I start working, I guess, alone in the sense that the first thing I do is listen to the music. Wenn ich eine neue Produktion beginne, höre ich mir als erstes die Musik an. La Cenerentola kenne ich schon, da ich dieses Stück bereits in Australien inszeniert habe. So wusste ich bei dieser Produktion von Anfang an, wie ich es auf die Bühne bringen wollte. Ich muss zugeben, dass ich der Operndirektorin gegenüber betont habe, dass ich vor 2 Jahren sehr gern mit José Fadilla und Matthias Hausmann zusammengearbeitet habe, als ich hier Don Pasquale inszenierte. Und dass ich sehr glücklich wäre, wenn sie auch in diesem Stück dabei sein könnten. Sie passen einfach sehr gut zu den Charakteren und ich habe mich sehr gefreut, als es hieß, sie würden die Partien singen. Auf diese Art wurde mir die Arbeit an Cenerentola sehr erleichtert, da ich 2 der 7 Sänger schon kannte. Und auch ein so tolles Aschenputtel wie Wallace Junta gefunden zu haben, ist wirklich ein Geschenk. As my title role. When we originally did the production, we were looking for an actual year to locate this. Als Dan Potra und ich die Inszenierung entwickelten, haben wir dafür nach einem konkreten Jahr in der Geschichte gesucht, wo wir die Oper verankern konnten. Und haben das bis auf 4 konkrete Jahre runterbrechen können. Die allererste Inszenierung, die wir von Cenerentola gemacht haben, war in Australien. So war es für uns sehr interessant, das Stück in den Kontext der Landesgeschichte zu setzen. Das brachte uns sehr nah an die Zeit von Königin Victorias und Prinz Alberts Hochzeit. Die erste populäre royale Hochzeit, wenn man so will. And all that represented. It's kind of nice to be in Saxony too, with had that little slight reference that he. Von daher ist es auch irgendwie lustig, dass wir das jetzt hier in Sachsen auf die Bühne bringen, da Albert ja ein sächsischer Prinz war. Aber in dieser Zeit waren auch die Geschichten von Charles Dickens sehr beliebt, sodass wir uns etwas von Oliver Twist inspirieren ließen. Somit haben wir uns für die Zeit um 1840 entschieden. Was the right time, and then that gave us the license to just look into the world of Charles Dickens and the sort of almost the magical and very detailed. Das gab uns dann die Möglichkeit, richtig in diese Welt einzutauchen und uns an Dickens sehr detailgetreuen Beobachtungen der Menschen zu orientieren, ihren Frisuren und Outfits. Mit dieser Liebe zum Detail ist auch Don Magnificos Shop gestaltet. So we basically tried to create the world of Dickens on stage, which is, a filmic problem really. So what we do is we make a house. Unser Set erinnert sehr an ein Filmset, welches sich auch verändern lässt. Es stellt die Arbeiterklasse der Londoner Gesellschaft dar. Der Chor ist eine Gruppe Londoner Bürger. And then that's the world of working class London. So we have the chorus become a group of Londoners, and then we have the opposite. Und dann haben wir noch das ganze Gegenteil des sozialen Spektrums, den Palast von Prinz Ramiro, welcher so gesehen der Prinz von Wales ist. In der riesigen Bibliothek hängen Porträts aller königlichen Vorfahren. Und natürlich handelt es sich bei der Balkonszene um den berühmten Hochzeitskuss vom Buckingham Palace. Denn als wir das Stück konzipierten, war das gerade die Zeit von Williams und Kates Hochzeit. Jeder kennt diesen Kuss und so haben wir ihn auch in unserer Oper. Because when we made the production, it was just after the wedding of William and Kate, and so everybody knows that wedding kiss, and we have it in the opera, so let's have it on stage. I'm so happy to be back here and so happy working with this team. It's always such a delight to work with the team. It's such a skilled house and such a Ich bin so froh, wieder hier an der Oper Leipzig zu sein. Mit diesem Team zu arbeiten, ist einfach großartig. Es ist ein so qualifiziertes Haus, die Leute hier wissen, was sie tun. Und so fühle ich mich in sehr guten Händen, sowohl von der technischen Seite als auch musikalisch gesehen, mit dem tollen Gewandhausorchester und Anthony Bramall als Dirigent. Auch die Sänger sind fantastisch. Es ist schon ein wenig komisch, wenn man Rollen auf bestimmte Sänger konzipiert und dann sieht, wie andere Sänger damit umgehen.
Aber ich habe hier sehr viel Spaß und die Sänger hier teilen meinen Enthusiasmus für dieses Werk. Diese Produktion ist wirklich eine Oper Leipzig-Produktion. Cenerentola, very much of this place and of this team. So I'm really delighted. And I have to say a special thank you. Und ich möchte auch nochmal ein großes Dankeschön an den Herrenchor der Oper Leipzig richten. Sie sind einfach großartig. Es ist eine sehr detaillierte Inszenierung, sehr kompliziert, mit vielen Choreografien. Deshalb nochmal ein großes Dankeschön an alle Chorherren. So thank you to the gentlemen of the chorus.